6 transfeindlich motivierte Übergriffe gab es im Februar 2020 allein in Berlin. Und das sind nur die Übergriffe, die dann auch zur Anzeige gebracht wurden, und zwar bis zum 23.02. In einem Fall besprühten die Angreifer eine Transfrau in der Bahn mit Reizgas, bespuckten sie und drohten ihr, ihre Haare anzuzünden. Das sind natürlich die Taten von Individuen, aber Individuen bewegen sich im Kontext einer Gesellschaft, dieser Gesellschaft. In dieser Gesellschaft, in diesem Staat, mussten sich vor noch 9 Jahren Transpersonen zwangssterilisieren lassen, um eine Namens- und Personenstandsänderung durchführen zu können. Das heißt, für die Änderung des Vornamens zu einem Namen, der zu unserem Geschlecht passt, und zur Änderung des offiziellen Geschlechtseintrages zu dem Geschlecht, dem wir tatsächlich angehören, mussten wir uns zwangsweise sterilisieren lassen, also unser Recht auf körperliche Unversehrtheit dafür abgeben und unseren gesamten Lebensentwurf über den Haufen werfen, theoretisch. Noch heute schreibt dieser Staat Transpersonen gesetzlich vor, dass, wenn sie diese Änderung durchführen, sie sich dafür 2 psychiatrischen Zwangsgutachten unterziehen lassen müssen, in denen es obligatorisch ist, tiefste Gefühle, eventuell Traumata, sexuelle Vorlieben und Fantasien preiszugeben. Einer dieser Gutachter teilte mir nach dem Gespräch vergnügt glucksend mit, er wisse ja nach 30 Jahren des Schreibens dieser Gutachten immer noch nicht, was bei Transfrau und Transmann denn überhaupt was sei. Köstlich. Auch er ist ein Individuum und auch er ist im Kontext einer Gesellschaft zu sehen, die solche Standards im Umgang mit Transpersonen zulässt. Man kann sich ohne weiteres als Experte für Transsexualität bezeichnen, ohne irgendetwas über die Thematik zu wissen und natürlich ohne die Betroffenen in irgendeiner Weise ernst zu nehmen. Wo kämen wir denn da hin? Mir liegt die Beschreibung eines Falls vor, in dem sich die begutachtete Person bei diesem psychiatrischen Gutachten ausziehen musste. Ich wurde darum gebeten, diese schriftliche Beschreibung hier nicht zu zeigen, da dieser zutiefst gedemütigte Mensch fürchtet, dass das sonst Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens haben könnte. Ob diese Befürchtungen berechtigt oder übertrieben sind, sei jetzt mal dahingestellt. Es ist jedenfalls festzustellen, dass unser Rechtsstaat dieser Person erfolgreich vermittelt hat, seiner Willkür vollkommen schutzlos ausgeliefert zu sein. Diese Gutachten werden dann einer Richterin vorgelegt und die entscheidet dann, welchem Geschlecht wir tatsächlich angehören. Erstaunlich, wie sich aus der Kenntnis von Gesetzestexten eine Kenntnis über das Geschlecht des Gegenübers ergeben kann. Für diese Demütigungsprozedur schulden wir diesem Rechtsstaat dann über 1.500 Euro. In meinem Fall wurden die Kosten nicht mal festgelegt. Mir wurde einfach ein Brief geschickt, in dem stand, zahlen Sie jetzt diese Rate, und ich sollte mir wohl dazu denken, dass Sie Bescheid sagen, wenn ich zu Ende gezahlt habe. Dieser Staat ist wohl der Ansicht, dass die ökonomische Marginalisierung von Transpersonen noch nicht ausreichend sichergestellt ist, angesichts der hohen Arbeitslosenrate, angesichts des Umstandes, dass wir auf Arbeitsämtern standardmäßig als nicht vermittelbar eingestuft werden, wenn wir kein gutes Passing haben, und angesichts der Tatsache, dass wir häufig aus unseren Familien verstoßen werden und auch aus anderen sozialen Umfeldern, die ja auch eine gewisse finanzielle Sicherheit gewähren können. Diese systemische Gewalt trifft alle Transpersonen, nicht nur solche, die tatsächlich Opfer von Angriffen werden. Unter solchen Umständen, in solchen Zeiten, sollte es für eine als links geltende Zeitung wie die taz doch eigentlich selbstverständlich sein, dass sie sich solidarisch zeigt mit Transpersonen. Schließlich ist Solidarität besonders nötig, wenn der Mainstream der Gesellschaft eine Bevölkerungsgruppe als verrückten Abschaum sieht und der Staat diese Sicht mit seiner Gesetzgebung bestätigt. Nun, in der gleichen Woche, in der eben gezeigte queer.de Artikel
über die Häufung der transfeindlichen Übergriffe erschien in der Taz folgender Veranstaltungshinweis. Die Rechtsanwältin Gunda Schumann wollte in einer Vorlesung die arglose Bevölkerung vor den Folgen einer sogenannten Transkultur warnen, die angeblich die Macht habe, die Kategorie Frau aus dem öffentlichen Rechtsverkehr auszulöschen und den Feminismus und die Frauenrechte gleich mit. Wenn ich die gesamte Hetze in diesem kurzen Text einmal unterstreiche, sieht man, dass nicht viel ununterstrichen übrig bleibt. Deshalb werde ich mich jetzt einmal auf einen einzelnen Aspekt daraus fokussieren, nämlich auf die Behauptung, Transfrauen und Transmänner würden die Dichotomie Mann-Frau aufheben. Es gibt viele binäre Transpersonen, so wie mich. Ich bin eine Frau, also einem dieser beiden Geschlechter gehöre ich an. Und im öffentlichen Rechtsverkehr werde ich auch so bezeichnet, durchaus. Auch wenn natürlich klar ist, dass Frau Schumann hier besonders sagen will, dass sie Leuten wie mir das nicht zugestehen würde, beziehungsweise dass sie es Transmännern nicht zugestehen würde, mit Herr angeschrieben zu werden. Und es gibt non-binäre Personen, die nicht einem dieser beiden Geschlechter angehören. Und sowohl binäre als auch non-binäre Menschen heben die Dichotomie Mann-Frau durch ihre Existenz nicht auf, da niemand durch seine bloße Existenz Geschlechterkategorien aufheben kann. Diese Behauptung ist absolut lächerlich, aber auch absolut gefährlich. Denn was macht man mit diesen Leuten, deren bloße Existenz bewirkt, dass die Kategorie Frau im öffentlichen Rechtsverkehr nichts mehr bedeutet, dass der Feminismus und die Frauenrechte ausgelöscht werden? Haben diese Leute ein Existenzrecht? Die naheliegendste Antwort darauf wäre, wenn man dem, was hier geschrieben steht, glaubt, nein. Am 26.02. erfolgte dann in Reaktion auf den erwartbaren und berechtigten Shitstorm eine Entschuldigung für Wording und verletzte Gefühle, nicht aber für den Inhalt des Textes oder für die Veranstaltung selbst. Es gab ja auch schließlich, bis auf den Umstand, dass der Veranstaltungshinweis in der Taz erschien, keinerlei Verbindungen der Veranstaltung selbst zur Taz. Sie sollte ja schließlich stattfinden im Taz-Haus, nicht zu verwechseln mit dem Taz-Haus. Und die Vorlesung und die anschließende Diskussion über Frau Schumanns Thesen sollte moderiert werden von Taz-Redakteur Jan Feddersen, nicht zu verwechseln mit Taz-Redakteur Jan Feddersen. Dieser Jan Feddersen ist übrigens Urheber des folgenden Zitats: Wer ein Coming-out fürchtet, wer nicht möchte, ein Leben als Homosexueller zu verbringen, könnte psychisch so disponiert sein, lieber eine Operation zur Geschlechtsumwandlung zu bevorzugen. Ich nenne das einen Wunsch nach Verstümmelung im Namen einer Identität, die in unserer Community gern transsexuell genannt wird und als eigenständige sexuelle Andersartigkeit gilt. Interessant. Herrn Feddersens in der Taz kundgetane Definition von Trans ist übrigens ein Mensch, der seine Identität für flüssig hält, weitestgehend dauerhaft. Dank Transpersonen seien nun alle geschlechtlich-biologischen Verhältnisse ungefähr so verhandelbar wie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Zahnpastasorten. Und natürlich lässt sich Herr Feddersen den alten reaktionären Trick nicht nehmen, zu behaupten, Marginalisierungen seien doch in Wirklichkeit Privilegien und er dürfe doch inzwischen als weißer, schwuler Cis-Mann im öffentlichen LGBT-Diskurs gar nichts mehr sagen. Diese erschreckende Ausgrenzung von Herrn Feddersen aus dem öffentlichen Diskurs zeigte sich dann auch daran, dass ihm am 13.03. vom Tagesspiegel die Plattform geboten wurde, zu behaupten, die Veranstalterorganisation von Frau Schumanns Vortrag
Queer Nations, in deren Vorstand er sitzt, sei doch sozusagen eine neutrale Vermittlerorganisation und sei nur daran interessiert, dass man miteinander rede, nicht übereinander. Aber gehen wir chronologisch noch einmal zurück zum 28.02. Die taz hatte Besserung gelobt bezüglich der an ihr beworbenen Veranstaltungen, aber es hatte ja niemand gesagt, dass das auch für Artikel gelten sollte. Die taz sah also nach dieser Entschuldigung und Rechtfertigung ihre Hände ausreichend in Unschuld gewaschen und ähnlich wie Mafiosi, die nach dem Beichten einiger Verbrechen ihr Seelenheil wieder als ausreichend gesichert ansehen, um neue zu begehen, veröffentlichte die taz noch am gleichen Tag wie diese Rechtfertigung, am 28.02., einen Artikel mit dem folgenden Satz, der sich permanent in meine Gehirnwindung eingebrannt hat, sodass ich ihn auswendig zitieren kann. Gleichzeitig verschwimmen die Kategorien, sodass sich ein Transmann ungehindert in Frauenräumen einnisten kann, nur weil er sich als Frau empfindet. Mit Transmann muss hier wohl eine Transfrau gemeint sein. Danach wird allerdings auch das Geschlechtspronomen er verwendet, das ja auf eine Transfrau nicht zutrifft, sondern eine Beleidigung für diese darstellt. Das Wort Frau wird in Anführungsstriche gesetzt, um sicherzustellen, dass auch alle LeserInnen verstehen, dass es sich hierbei auf keinen Fall um eine Frau handelt, auch wenn die Formulierung sich als empfindet, das eigentlich schon gewährleistet. Ungehindert suggeriert ein gewaltsames Eindringen. Und dann haben wir dann natürlich noch das Wort einnisten, das ja eigentlich eher für Kakerlaken und Ratten verwendet wird. Dieser Satz ist nicht durch Konjunktiv oder wörtliche Rede als Wiedergabe einer Fremdposition gekennzeichnet, auch wenn darum Sätze im Konjunktiv stehen oder in einem Fall ein Satz, der irgendwie halb im Konjunktiv steht. Und auch wenn in diesem Artikel einige Positionen gegenübergestellt werden, ist eigentlich die naheliegendste Interpretation dessen, was da jetzt de facto steht, dass dieser Einnisten-Satz Fakten wiedergibt und dass das ein Angriff auf die Frauenrechte sei, das sei dann eine Meinung über diese Fakten. Nun, erstmal sind natürlich Transfrauen Frauen und keine Männer. Aber wenn sich natürlich Männer gewaltsam Zutritt zu Frauenräumen verschaffen würden, wäre das selbstverständlich ein Angriff auf die Frauenrechte. Trotzdem immer noch keine Rechtfertigung, das Wort einnisten zu verwenden, denn auch Männer sind ja Menschen und keine Ratten oder Kakerlaken. Die Autorin des Artikels, Frau Baureitel, weiß eigentlich anscheinend doch, was ein Transmann ist, denn sie bezeichnet Till Amelung, einen Transmann, an einer anderen Stelle des Artikels so. Und sie beherrscht eigentlich auch den Konjunktiv und das saubere Zitieren, wie sich in Artikeln zu Themen, die sie ernst nimmt, zeigt. Die großzügigste Interpretation ist hier, dass sie es bei diesem Thema nicht für nötig hält, ihre sonstigen Standards einzuhalten. Und auch wenn wir das großzügigerweise mal annehmen, zeigt sich doch in der unkritischen Wiedergabe dieser transfeindlichen, entmenschlichenden Hetzrhetorik eine gewisse Grundverachtung, die sich auch in Frau Baureitels Schaffen an anderer Stelle zeigt. Frau Baureitels eigener Standpunkt zur Integration und Diskriminierung von Transpersonen zeigt sie in einem beiläufigen Artikel im Freitag, auch einer als links geltenden Zeitung, über die bayerische Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer. Frau Baureitel zeigt allergrößtes Verständnis dafür, eine Transfrau als
Drag Queen zu bezeichnen und sie nach ihren Genitalien zu fragen? Wie würden wir in einem solchen Fall reagieren, außerhalb von Christopher Street Day und Subkultur, fragt Frau Baureitel. Das geht dann in Lob über, wie wunderbar liberal diese Gesellschaft doch sei, da Frau Ganserer ja nicht politisch exkommuniziert werde. Wie gnädig, wie fortschrittlich von Ihnen, liebe Frau Baureitel, liebes Bundesland Bayern, dass Sie unsere Existenz auch außerhalb der wohl für uns vorgesehenen Bereiche dulden. Wie sehr es auch Ihre Vorstellungskraft überlasten muss, liebe Frau Baureitel, dass viele von uns sogar die Kunst des Lesens beherrschen. Sie halten es, wie sich an Ihrer Formulierung, wie würden wir in solchem Fall reagieren, zeigt, nicht für möglich, dass eine Transperson diesen Artikel lesen könnte. Was für eine Zumutung es dann erst sein muss, dass es sogar Exemplare von uns gibt, die mühelos bloßlegen, was sich hinter ihrer gönnerhaften Toleranz tatsächlich verbirgt. Statusbewusst stolz zur Schau gestellte Ignoranz und Othering. Othering ist die Abgrenzung der eigenen Gruppe von einer Gruppe von anderen. Das Wort wir, das ja eigentlich inklusiv ist, wird hier exklusiv, also ausschließend verwendet. Denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass es einer Transperson große Schwierigkeiten bereiten würde, damit umzugehen, eine andere Transperson anzutreffen. Es wird also implizit vorausgesetzt, dass alle Personen, die diesen Text lesen, Cis-Personen sind. Transpersonen sind ja anscheinend in der Fantasie von Frau Baureitel ständig auf Paraden unterwegs und arbeiten und leben ausschließlich in Bereichen, in denen sie die Norm darstellen. Und natürlich tun sie nie so etwas Mondänes wie eine Zeitung lesen, da sie als bunte Vögel kein Alltagsleben haben. Die anderen werden nicht nur insofern für anders erklärt, dass sie gewisse andere Eigenschaften haben als man selbst oder als die eigene Gruppe. Sie sind essentiell anders, führen essentiell andere Leben. Das ist noch nicht auf dem gleichen Niveau wie Entmenschlichung, kann aber als Grundlage dafür dienen. Vielleicht merken es Menschen, die das Prinzip des vollkommen anderen sehr tief verinnerlicht haben, irgendwann gar nicht mehr, wenn sie entmenschlichend über diese Menschen sprechen. Na klar kann man sagen, dass die sich einnisten. Diese Leute sind eben so anders als wir, sie könnten auch Tiere sein. Der Artikel mit dem Wort einnisten wurde natürlich von mehreren Personen in der taz-Redaktion gelesen. Es gab wohl auch protestierende Stimmen. Allerdings war dann die letztendliche Entscheidung, genau wie bei dem Veranstaltungshinweis, von dem ich vorhin geredet habe, den Artikel einfach unverändert zu veröffentlichen. Auch bei dieser Entscheidung ist Othering ein Prinzip, das es zu berücksichtigen gilt, wenn man sie richtig einordnen will. Soweit ich weiß, arbeitet keine einzige Transperson in der taz-Redaktion. Somit ist für alle Personen, die dort arbeiten, eine Transperson die andere. Und wenn dann diese anderen Personen auch noch ein besonders niedriges soziales Ansehen in dieser Gesellschaft haben, dann fällt es unbewusst schon leichter darüber hinweg zu sehen, dass hier klare Hetze gegen diese Menschen verbreitet wird. Denn auch wenn ein niedriger sozialer Status bei Menschen, die sich selbst als politisch links einstufen, eher zu Solidarität führen sollte, sind auch sich politisch links einordnende Menschen natürlich nicht vollkommen frei von konservativen Denkweisen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Diversität in Redaktionen und anderswo nicht einfach ein gefühlsgesteuerter Political Correctness Gimmick ist. Es geht hier darum, dass solche Rhetorik erkannt wird von Personen, die Ziel solcher Hetzrhetorik eben sind. Und wenn es eine Transperson in der taz-Redaktion gäbe,
wäre dieser Artikel so sicherlich nicht rausgegangen. Und vielleicht hätte Frau Baureitel diesen Artikel auch niemals geschrieben, weil sie vielleicht dann mit einer Transperson mal in Kontakt gekommen wäre und nicht mehr in dem Umfang in der Lage gewesen wäre, von diesen Personen als die vollkommen anderen zu denken. Auch bei Gesetzgebungsprozessen spielt dieses Othering zusammen mit dem niedrigen sozialen Status bestimmter Gruppen eine Rolle, denn durch den niedrigen sozialen Status ist es überhaupt erst gewährleistet, dass niemand aus diesen marginalisierten Gruppen überhaupt in die Position kommen kann, sich selber an Gesetzgebung zu beteiligen. Und durch den Umstand, dass diese Gesetze dann nur von Personen entschieden werden, die nicht dieser Gruppe angehören, vielleicht auch niemals Kontakt haben zu Leuten, die dieser Gruppe angehören, sich somit der Konsequenzen ihres Handelns gar nicht wirklich bewusst werden können, ist dann so etwas wie der Vorschlag zur Änderung des transsexuellen Gesetzes aus dem Mai letzten Jahres möglich, worin tatsächlich gefordert wurde, dass jetzt auch EhepartnerInnen sich doch bitte an der fröhlichen Gemeinschaftsentscheidung, welchem Geschlecht eine Transperson denn nun angehöre, beteiligen dürfen sollen. Dieser Vorschlag entstand in Kooperation des Innenministeriums unter Herrn Seehofer mit dem Justizministerium, damals unter Frau Barley von der SPD, die diese EhepartnerInnenbefragung wohl für einen akzeptablen Kompromiss dafür hielt, dass jetzt die Anzahl der Gutachten auf 1 reduziert werden sollte. Auch hier haben wir eine Person aus dem Mitte-Links-Spektrum, die theoretisch zu einem gewissen Umfang auf der Seite von marginalisierten Bevölkerungsgruppen stehen sollte. Und auch sie findet es durch das eben beschriebene Othering, dadurch, dass sie vielleicht auch keine einzige Transperson kennt, für akzeptabel, sich angesichts deren Andersartigkeit, angesichts deren niedrigen sozialen Status darauf einzulassen, ihre Selbstbestimmung noch weiter einzuschränken und sogar Personen befragen zu lassen, die doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit befangen sind. Denn eine Transition löst natürlich sehr oft Ehekrisen aus und es ist sehr stark davon auszugehen, sogar wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, wie abscheulich es ist, noch mehr Selbstbestimmung zu entziehen, dass die EhepartnerInnen, wenn sie sich gerade im Streit mit der transitionierenden Person befinden, sozusagen gegen diese Aussagen werden. Auch bei gewalttätigen Übergriffen gegen Transpersonen und gegen Angehörige anderer Minderheiten spielt dieses Othering und die darauf aufbauende Entmenschlichung eine Rolle, denn durch diese Prozesse wird jegliche Empathie aus dem Weg geräumt, es wird jegliche Hemmung gegen Gewalt aus dem Weg geräumt, man sieht die bloße Präsenz dieser Person als Provokation gegen sich selbst und greift dann an. Es sollte klar sein, aber ich weise trotzdem noch einmal darauf hin, dass die Erwähnung der transfeindlichen Übergriffe nicht heißt, dass die taz solche Übergriffe gut heißt, aber durch zum Beispiel die Bezeichnung einer Transfrau als Transmann, durch das Setzen von Anführungsstrichen um das Wort Frau, wird durchaus implizit die Perspektive der Täter bestätigt, dass es sich hier um einen Mann in Frauenkleidern handelt, dass diese Person durch ihr Tragen von Frauenkleidern im öffentlichen Raum irgendwie provoziert. Und wie man darauf reagiert, ist dann unterschiedlich. Entweder man übernimmt dann wie Frau Baureitel unkritisch transfeindliche Hetze oder betont eben, wie gnädig es doch von unserer Gesellschaft sei, dass nicht alle Transpersonen aus dem öffentlichen Leben vollkommen ausgeschlossen werden und dass doch Transpersonen bitte Verständnis dafür aufbringen sollen, dass
Cis-Personen fast gar keine andere Wahl haben, als sie als Drag Queens zu bezeichnen und sie nach ihren Genitalien zu fragen. Und was rechtfertigt die Verwendung eines Wortes wie einnisten auf Menschen und noch dazu auf eine besonders angreifbare, schutzbedürftige Minderheit? Richtig, das Auslöschen dieser Minderheit. Das mag vollkommen ungewollt sein. Ich bin mir relativ sicher, dass Frau Baureithe sich nicht nach einer Auslöschung von Transpersonen sehnt. Aber die Verwendung solcher Worte trägt durchaus dazu bei, die öffentliche Meinung in eine Richtung zu rücken, die dann es nicht mehr so genau nimmt, damit, dass diese Personen eben Menschen sind und dass man ihnen nicht alles antun kann, was man ihnen vielleicht aufgrund der als Provokation empfundenen Andersartigkeit gerne antun würde. Es hat übrigens schon viele Gewalttaten gegen Transpersonen, besonders Transfrauen, gegeben, weil sie zum Beispiel die richtige Toilette benutzt hatten. In Puerto Rico wurde kürzlich eine Transfrau ermordet, nachdem sie eine für sie richtige Toilette benutzt hatte. Und in Großbritannien wurde einem Mädchen, das sich auf dem Weg zu einer eigens für Transpersonen eingerichteten Umkleide befand, von einer Mitschülerin mehrmals auf den Kopf gestampft. Also, liebe Taz-Redaktion, entspricht es eurem Selbstverständnis, eurem journalistischen Auftrag, unter solchen Umständen, in solchen Zeiten, in der großzügigsten Interpretation Hetze unkritisiert zu reproduzieren? Oder ist es euch ein Anliegen, euch solidarisch mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu zeigen? Für mich zum Beispiel und für viele andere Transpersonen wahrscheinlich und auch solidarische Cis-Personen wird diese Hetze, die ihr hier reproduziert, durchaus ein Anlass sein, bei eurer begrüßenswerten Paywall Nein, jetzt nicht zu klicken. Das Video, das ich am Tag des Erscheinens des Einnisten-Artikels auf Twitter gepostet habe, hat in 3 Tagen 3000 Klicks bekommen. FaschistInnen haben begeistert auf euren Satz reagiert. Ihr selbst habt überhaupt nicht darauf reagiert. Dabei wäre es doch so einfach für euch, euch zu einem nicht respektlosen, nicht entmenschlichenden, nicht sensationslüsternen Journalismus über Trans-Themen inspirieren zu lassen. Ihr müsstet dafür nur einmal in die eigenen Archive schauen und dort zum Beispiel auf dieses Interview mit einem Vertreter der Organisation Trans Interqueer zu stoßen, in dem dieser sagt, die meisten JournalistInnen glauben zu Trans-Themen einfach mal schreiben zu können, Vorkenntnisse hin, angemessenes Wording her. An alle, die es trotz der thematisierten Hetze und Gewalt gegen uns bis zum Ende dieses Videos geschafft haben, bitte teilt, liked, kommentiert, tweetet, retweetet dieses Video und sprecht allen Menschen, die Ziel solcher Hetze sind, eure unbedingte Solidarität aus. Denn schrieb nicht Kropotkin in diesem wunderbaren Buch: Liebe, Sympathie und Selbstaufopferung haben sicherlich einen großen Anteil an der fortschreitenden Entwicklung unserer Moralgefühle. Doch ist es nicht Liebe und auch nicht Sympathie, worauf die menschliche Gesellschaft beruht. Es ist das Bewusstsein von der menschlichen Solidarität. Man hat kennengelernt, welche Stärke jedes Glied der Gesellschaft der Betätigung gegenseitiger Hilfe verdankt, welche enge Abhängigkeit zwischen dem Glück des einen und dem aller besteht und welche Achtung vor den Rechten anderer sich bei den Individuen infolge eines Sinnes für Gerechtigkeit oder Gleichheit entwickelt hat. Diese Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Sie erfährt Rückschläge durch Hetze, durch Gewalt, durch konservative und reaktionäre Ideologie. Es ist an uns, diese Hindernisse mit vereinten Kräften, wenn auch jetzt zur Zeit natürlich mit physischer Distanz, aus dem Weg zu räumen.